Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Frank.at. Ich stehe hier vor einem der wahrscheinlich schönsten Elektroautos, Elektro-SUVs, die der Markt momentan zu bieten hat, nämlich den ID.5 GTX von VW. Nicht nur die Silhouette beeindruckt mich sehr, sondern natürlich auch die Fahrdynamik mit den über 300 PS und auch die Reichweite ist schon sehr beachtlich. Gut, eines aber haben viele Elektroautobauer nicht so sonderlich gut gelöst, nämlich den Kabelsalat im Kofferraum. Einige Autos haben es schon, eben einen Frank eingebaut, viele Autos aber nicht. Und wir von der Firma Frank.at möchten bei jenen Autos, wo es möglich ist und noch Sinn macht, eben ein Produkt anbieten, das man einen Frank nachträglich einbauen kann. Und wie wir das beim ID.5 lösen möchten, zeige ich euch jetzt. So, da wir heute den typischen Salzburger Schnürlregen haben in unserem schönen Salzburger Land, musste ich etwas improvisieren und das Auto unter Dach stellen, dass ich nicht ganz nass werde. So, jetzt öffnen wir mal die Motorhaube, momentan noch manuell und mit dem aus meiner Sicht nicht gut gelösten Spreize, dass die Motorhaube offen bleibt. Zukünftig werden wir aber natürlich auch eine Gasdruckfeder anbieten, dass das angenehmer zu öffnen ist. Okay, hier sehen wir schon den Prototypen des Franks, den wir dann einbauen möchten. Natürlich genügend Platz für die Unterbringung eines Ladekabels Typ 2. Genügend Platz für eine maßgenaue Tasche, wo man zum Beispiel den Notladeziegel oder andere Sachen unterbringen kann. Und mittendrin bleibt auch noch einiges an Platz über, um Utensilien, die man nicht lästig im Kofferraum verstauen möchte, aber doch leicht zugänglich sein sollen, eben hier zu verstauen. Okay, ich hole jetzt mal die Kamera her und zeige euch die Details des Franks. Dieser Frank ist ja noch sehr dünnwandig, weil es sich um einen Prototypen aus 3D-Druckproduktion handelt. Wir machen immer vorher einen 3D-Druck, passen diesen 3D-Druck ganz genau an und erst dann geht es in der Produktentwicklung weiter. Im linken Bereich ist er etwas tiefer. Hier kann man beispielsweise den Typ 2 Ladestecker ganz gut unterbringen. Dann links von der Mitte ist er dann nicht mehr ganz so tief, aber wie gesagt oder wie gesehen, eine Tasche ist ganz gut unterbringbar und sonst noch andere Utensilien, die man eben hier verstauen möchte. Der Frank ist ca. 92 oder über 90 cm breit. Nach hinten wird er ca. über 40 cm werden und in der Tiefe auch unterschiedlich, eben ca. 13, 14 cm und an der tieferen Stelle ist dann mehr, über 20 cm. Gut, allemal sehr viel Platz, um die Kabel, die normalerweise im doppelten Boden im Kofferraum irgendwo verstaut sind, die aber doch immer täglich gebraucht werden, so viel Platz, dass man das angenehm hier unterbringen kann. Wie gesagt, mit der Gasdruckfeder wird sicher eine interessante und angenehme Kombination werden. Okay, dann räume ich ihn mal wieder ein. Eben Tasche mit Notladeziegel, Typ 2 Ladekabel hinein und vielleicht noch andere Sachen. Ja, für jene, die es jetzt weiter interessiert, wir werden jetzt aus diesem 3D-Druck eine Werkzeugform anfertigen lassen und dann in Serie gehen. Dieser Prozess dauert erfahrungsgemäß noch 3 Monate, circa vielleicht 4 Monate, je nach Verfügbarkeit des Materials, und dann werden wir die Produkte zum Verkauf anbieten. Okay, wenn es euch interessiert, bleibt dran, abonniert vielleicht den Kanal. Das war's schon wieder von meiner Seite. Danke fürs Dabeisein, euer Josef von der Firma Frank.at.